Thomas Siege Megan. Nein, ich habe einfach keine Lust mehr auf Siege. Immer wieder treffen wir auf die Top 4, da kann ich auch einfach hier im Regen sitzen bleiben. Das kommt aufs Gleiche raus. Aber zumindestens tue ich mich für euch in den Regen setzen, denn ich habe wieder neue Sachen ausprobiert, die ich vorher noch nicht euch gezeigt habe. Und ich hoffe, dass ihr die Sachen auch umsetzen könnt, denn es fängt gerade wirklich extrem an zu regnen. Weil ihr halt nun mal noch da seid und, ich mir auch wirklich was einfallen lassen habe, zeige ich euch jetzt einfach mal, wie der Siege war. Und ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe den dümmsten Angriff überhaupt gemacht. Da bin ich auch selber schuld, wenn ich dafür geroastet werde. Aber ich werde natürlich jetzt nicht spoilern, ne, weil sonst haut ihr einfach ab und guckt euch den Angriff an und das war's dann. Ihr werdet sehen, wenn der Angriff kommt, aber ich war so abgelenkt. Ich habe Fußball geschaut und war einfach abgelenkt. Aber wir schauen uns die Devs an. Also, hier ist, ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe keine Lust mehr auf Top 4. Wirklich nicht. Ich kann nicht mehr. Ähm, aber die Devs, die sind wenigstens mal erfrischender gewesen jetzt. So, und jetzt gehen wir mit 'nem absoluten Brecher rein. Hagen kann ich dagegen nämlich nicht so gut empfehlen. Es gibt Leute, die dagegen verloren haben, und ich bin mir sicher, dass das in G1, in G2 und wie ihr seht, auch in G3 steht. Moment, ich sage euch mal ganz kurz. So, wir lassen den kurz zu Ende machen. Die waren, wohlbemerkt alle auf NEM. Die Units sind alle tanky gewesen. Wie ihr gesehen habt, der Bayek war auf 100 Crit Rate, aber die waren alle auf minus Wasser. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Barbara halt, ne, auch noch mal ganz netten Schaden rausdrücken kann. Mir persönlich war wichtig, die, Savannah im First Turn zu entmounten oder so schnell wie möglich, damit sie ihren Death Break halt nicht macht. Weil wir wissen, ja, wir haben Triple Fire, aber im schlimmsten Fall, trifft die trotzdem den Death Break und die Barbara macht und fertig. Aber diese, Off haben sehr, sehr viele benutzt bei uns dann und das hat super funktioniert. Deswegen, ich kann es euch nur sagen und raten, das funktioniert. Habt ihr Fragen dazu, schreibt mir das in die Kommentare. Das ist, ganz, ganz nett und damit könnt ihr das halt auch super gut, weil ich habe wirklich, ich muss ehrlich sagen, ich habe überlegt, womit gehe ich da rein? Gehe ich mit Snipe rein? Dann, ja gut, könnte ich mit, Regner eine entmounten und mit der Marsha die andere entmounten und trotzdem können die noch procken ohne Ende. So, nehme ich eine ganz raus, bleibt eine komplett über und so weiter. So, dann bei Hagen genau dasselbe Prinzip. Da kann genau, ja, da kann genau dasselbe passieren. Die können euch totbrocken, die Tanisha kann, ohne Ende brocken und Oblivion spreeden und weiß der Geier was. Also, ich fand das hier jetzt persönlich am besten, deswegen habe ich direkt meinen Auftakt damit gemacht und kann euch das besten Gewissens weiterempfehlen, das zu benutzen und, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr das schon benutzt habt, ob ihr das kennt, oder ob ihr das was ihr dagegen benutzt. Schreibt mir das alles. Und es wird heute auch nicht langweilig. Ich, verspreche euch, ich habe 10 verschiedene Offs benutzt, wirklich, damit wir heute mal etwas haben, was, ja, abwechslungsreich ist, ne? Ich hatte ja beim letzten Video die Bank, also da war ich auf der Bench. Ich habe ja trotzdem meine Wings gemacht, aber ich habe euch heute 10 abwechslungsreiche Attacks gemacht und auch mit Offs, die ihr bei mir noch nicht gesehen habt und so weiter. Aber jetzt schauen wir uns erst mal das hier an. Ich habe die Lucia gewählt, weil, ihr wisst ja, ihre Passive, die kann nicht so zurückgepusht werden von dem Wendern. Es ist natürlich sehr dreist gewesen. Ihr werdet das gleich noch sehen. Das hat geprockt, also ungelogen. Ich habe echt gedacht, ich werde nicht mehr. Also so viele Procs in einer Dev ist natürlich unfassbar nervtötend. Ich bin ganz froh, dass dass der Fisch auf Damage war, damit die meine Kami immer wieder, cleansen konnte. Ich werde den Namen nämlich nicht aussprechen, weil ihr lacht immer. Ich kann den nämlich nicht richtig aussprechen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das mal vom Google-Übersetzer sagen lassen, dass sie, irgendwie Cichlid heißt, aber für mich ist es trotzdem 'ne Shishlet, Ende aus. Also, da diskutiere ich auch nicht.
ne? Da machen wir mal Prost hier und, ich muss immer mal wieder überlegen, ich meine, der Fight, der geht ja wirklich lange, deswegen gönnen wir uns das schöne Zitronenwasser hier. Gibt nix Besseres. Und man kriegt ja sogar noch die Tipps von mir. So, und dann gucken wir einfach, wie lange das hier noch dauert. Es tut mir natürlich unfassbar leid für euch, aber ihr müsst halt mit mir durch die Prox gehen und müsst halt mit mir gucken, ob irgendwann mal Belial dann mal sein S2 ready hat oder nicht, weil der Fisch ist ja immer wieder der Meinung, ihn zu resetten. Ich bin zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass wir lieber die Silvia in Schacht halten, weil die halt einfach nervt und diese Multi-Hits und der Wenn dann eigentlich nicht so das Problem sein sollte, aber, ja, ich glaube, da hätte ich dann eigentlich lieber das Target switchen sollten, 'n bisschen zumindestens, ja, was soll ich sagen? Mein Belial, der kann immer noch nix und der hat auch nicht geprockt oder sonst irgendwas. War leider, blöd gelaufen. Also, wirklich blöd gelaufen. Wenn der jetzt wenigstens geprockt hätte, wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Aber gut, dafür hat er, wenn dann geprockt. Also, ich sage ja, diese Dev ist eklig. Ähm, Die hat wirklich 'n Riesenpotenzial zu procken ohne Ende, aber ihr könnt dagegen noch benutzen. Also, ich zeige euch das hier, was ich jetzt benutzt habe. Ihr könnt aber auch Hagang, Thesarion und Riley benutzen, ne? Also, unser absolutes Lieblingsteam. Das könnt ihr dagegen sehr gut benutzen. Ich persönlich würde den, wenn dann, als Erstes rausballern dann. Was ihr noch benutzen könnt, ist, na ja, wenn ihr outspeedet, dann halt Snipe, ist klar. Aber dafür muss man halt outspeeden und wenn man, blind reingeht, bin ich ehrlich, weiß ich nicht, würde ich nicht machen. Also, ich sage euch ganz ehrlich, wir haben Leute in der Gilde, die sind unfassbar schnell, also wirklich extremst schnell, 239 plus aufwärts, 240, keine Ahnung. Ähm, und selbst die überlegen noch, ob die mit Snipe irgendwo reingehen, weil die Angst haben, outspeedet zu werden, ne? Also, ähm, deswegen, ja, was soll man dazu sagen? Ich habe da jetzt einfach den Fisch rausgenommen, weil die mir am meisten auf, die Nerven ging und fertig. Und ich finde, dann ist auch das Schild raus und der Deathbreak und alles Mögliche und, da war ich auf jeden Fall ganz froh, als es dann vorbei war. Also, wie gesagt, ihr könnt dagegen noch Hellgang nehmen, Snipe, wenn ihr halt outspeedet, wenn ihr's wirklich wisst. Und, was ihr noch nehmen könnt, ist Bollwerk-Team, ne? Das wollte ich euch mal gesagt haben, das könnt ihr auch nehmen. Ich kann das beim nächsten Mal gerne noch mal zeigen, aber in meinen vorherigen Videos habe ich das auch benutzt. Könnt ihr mal nachgucken. Dass ich das noch mal benutzen kann, hätte ich nicht gedacht. Ich habe es geliebt damals, ich habe es immer gespammt. Es ist einfach mega. Da ist für mich jetzt der Call, ich habe extra meine Claire zuerst moven lassen, damit, ja, wenn wir irgendwie so Units haben wie 'n, weiß ich nicht, Plati oder so, dass man das halt rausnehmen kann zuerst und dann immer noch gucken kann. Und die Runen haben's dann halt auch ganz gut ergeben. Aber das ist eigentlich wurscht. In dem Fall hätten wir auch die, Sonja zuerst moven lassen können, weil die Kiki muss ja halt einfach raus und fertig. Also, super. Wenn ich mich richtig erinnere, ja, wir sind jetzt bei Angriff 4 und ich habe das noch nie benutzt. Es ist so eine coole Off und ich habe sie noch nie benutzt, aber ich habe meine Decks aufgeräumt und ich konnte die ganzen Doppelten rauswerfen. Mal kurz für alle, die diese Off nicht kennen. Ich habe die extra alle auf Will, weil genau für diesen Fall zum Beispiel, wenn der Renn dran ist, dann juckt das nicht. Es juckt einfach nicht, weil der Strip nicht davor moved. Also, das ist wahrscheinlich hier Anti, Snipe gewesen, wie auch immer. Das juckt halt einfach wirklich nicht. So, und ihr macht dann einfach mit der Hyannis, den S3, damit strippt sie, so. Und ich habe die, Homunculus, als zweites moven. Falls die Hyannis einen Strip nicht trifft, habt ihr noch mal 'n Backup-Strip mit ihr. So. Und dann einfach der Virat S3. Fertig. So, ich habe jetzt ganz kurz überlegt, wir brauchten den, S3 jetzt eigentlich nicht. Damit können wir gleich uns wieder zurück resetten
und ich musste kurz halt auf die Attack-Bar gucken. Deswegen, da müsst ihr einfach immer gucken, braucht ihr den S3 oder nicht, um die zu resetten jetzt, oder reicht es, wenn ihr das in der nächsten Runde macht? Bei mir hat das jetzt in der nächsten Runde gereicht. Wenn die jetzt vor meinem Verrat dran gewesen wären, dann hätte ich die geresettet. Ja. Aber das ist wunderbar. Also, wie gesagt, ich habe meine Decks halt aufgeräumt, weil die ganzen Doppelten, die konnte ich jetzt rauswerfen. Dadurch, dass man ja jetzt einfacher von den Decks zurückruhen kann und so weiter, habe ich jetzt Platz gemacht und habe 7 neue Plätze gehabt. Ich habe jetzt 4 neue dazu also neue hinzugefügt, und ich werde auch bald das Deckvideo machen, versprochen. Ich habe es mir auf meine Liste gesetzt. Ich habe euch nicht vergessen. Ähm aber ich möchte noch die Decks voll machen. Also, ich sammle noch, diese 2, 3, die jetzt noch über sind, und dann werde ich das definitiv für euch machen. Diese Off, super. Hat super also, für mich erste Mal benutzt. Ich weiß, die ist schon 'n bisschen älter und so, aber ich habe sie das erste Mal benutzt, und, ich sage ja, seitdem ich YouTube mache, benutze ich andere Sachen, anstelle von Snipe. Normalerweise, bevor ich YouTube gemacht habe, habe ich das alles nicht benutzt, weil, für mich war einfach nur rein, Snipe, raus, fertig. Ich wollte keinen Wert irgendwie darauf legen, dass ich geprockt werde oder dass ich irgendwie, spezielle coole neue, Offs zeige oder sonst was. Aber seitdem ich YouTube mache, kann ich euch ja nicht einfach nur 10-mal zeigen, Snipe ohne oder irgendwelche Snipe-Variationen, um mein 10-10 zu, sichern. Deswegen möchte ich das für euch schön spannend halten. Und jetzt haben wir wieder so 'n urlangen Fight, aber ich muss ja auch mal die 4-Sterne-Basen angreifen. Ja, ich habe mich dafür, entschieden. Ich habe das noch gerunt gehabt für die Schumacher, da habe ich's ja auch benutzt. Und, ja gut, z die Stuns dann sind, irgendwie immer blöd. Deswegen, ich weiß nicht, ich halte irgendwie von Kinky, viel, ja, aber wenn er immer im Stun ist, ist halt irgendwie sehr traurig. Und, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall wieder 'n längerer Fight jetzt. Ihr könnt euch zurücklehnen und, euren Kaffee genießen oder was snacken, wie auch immer. Ich weiß ja nicht, wie viel Uhr ihr habt. Ich kann euch sagen, dieser Fight, der hat mich fast gebrochen. Wirklich, der hat mich fast gebrochen. Aber, guckt euch das einfach an, und dann, ja, gucken wir einfach zusammen, was wir da machen. Hm, ich bin noch immer bei meinem Zitronenwasser. Hm, gibt aber auch nix Besseres am Morgen, wirklich. Danach seid ihr wach und danach seid ihr auch definitiv, gut drin. Also, wir sind, immer noch dabei, wir haben immer noch keinen Tod. Das geht auch noch 3 Minuten lang. Ich war kurz am Überlegen, wo ich den Fokus drauf lege, aber das kann noch alles passieren. Wir können auch noch innerhalb von kürzester Zeit alles einfach weghauen. Oder wir können halt auch gelaxhackt werden, ne? Und das ist das, warum ich sagte, ich mag diese Bruiser-Sachen nicht, wirklich nicht. Also, ich sage euch ganz ehrlich, was ich zum Beispiel auch ganz cool finden würde, aber da muss man wirklich wissen, ob man outspeedet, weil die Iris könnte halt auch, ihr wisst schon was, auf Swift sein oder wie auch immer. Was aber, denke ich, auch gehen könnte, wäre Konrad Robo Elisa, ne? Ihr sniped dann einfach, den Feuerdude eventuell, dann kommt er nicht mehr wieder. Aber die Iris zum Beispiel, die hat halt auch so 'n Solopotenzial. Das habe ich mir dann auch dabei gedacht. Weil ich probiere immer wieder, bei jeder Dev, also, da haben wir, ne, Morris hat direkt wieder geretzt. Ich probiere bei jeder Dev auch andere Möglichkeiten im Kopf zu behalten. Was könnte man noch benutzen? Was könnte man als Snipe benutzen? Weil, ja, ne, ihr wisst, Snipe ist das Beste überhaupt. Da könnt ihr kein RNG irgendwie abbekommen. Aber das Problem ist wiederum, in dieser Meta, ihr wisst gar nicht, wie oft ich Chris losen sehen habe. Also die Off, ne? Galle, hier, Mann, Galle Schilling Chris. Diese Off hat so eine beschissene Winrate. Entschuldigung, wenn ich das sage.
Aber deswegen spiele ich die nicht. Ich spiele die wirklich nur im absoluten Notfall, wenn irgendwo ganz dringend etwas ganz schnell eingenommen werden muss, weil es ist für mich dasselbe wie Lucian. Lucian ist in dieser Meta oder schon ein bisschen länger auch jetzt wirklich nicht way to go. Lucian kann man benutzen, wenn man 'ne Info hat. Aber wer will denn Infospieler sein? Also, jetzt mal ganz im Ernst, ich meine, gut, wenn man keinen Wert auf Siege legt, und einfach nur sein 10-10 durchbrettern möchte, aber ich möchte das definitiv nicht. Also, ich möchte natürlich auch 10-10 schaffen, aber nicht nur mit, den ganzen Tag auf Infos warten. Da habe ich nicht so Lust drauf. Deswegen wähle ich Sachen aus, die ihr nehmen könnt, wo ihr wirklich reingehen könnt, ohne eine Info haben zu müssen. Und wenn das der Fall ist, sage ich euch das. Dann sage ich euch das vorher. Hier könnt ihr, wie gesagt, auch mit einem Snipe reingehen, aber nur, wenn ihr dann 'ne Info habt, wenn ihr warten wollt auf diese Info, ne? Wenn die Iris nicht auf Swift ist, dann ist das okay, aber wenn sie es ist, dann ist halt blöd, ne? Weil ihr Grund Base Speed ist halt auch nicht ohne und, ja. So, da haben wir dann noch mal mein Gott, ich weiß nicht, wie lange will der denn noch hier reviven? Okay, es geht nicht mehr so lange. Stimmt, das ist Katastrophe, aber er hat ja den Nerf gedodged, ne? Comtois war nicht der Meinung, dass er 'n Nerf braucht. Er darf 7-mal angreifen, er darf 20.000 Mal dran sein. Müssen wir mit leben, ne? Also, können wir nicht ändern. Und die, Triple Stunts sind auch immer ganz geil. Und vor allen Dingen, wie viel der trifft auf meine 100 Resi. Aber gut, das wissen wir ja eh, dass Resi 'ne Lüge ist, ne? So, ihr denkt euch jetzt bestimmt: „Boah, das kann die doch nicht ernst meinen, Into Christina, das durfte ich mir sowieso anhören." Aber ganz kurz, bevor wir jetzt anfangen, Sekunde. Ihr seht, was der Ausgang ist, was ich benutzt habe. Ne, ich habe den Juno, den Psamathe und die Kami benutzt. Und wir greifen das an. Natürlich werde ich outspeedet, ist alles vollkommen fein. Das wollte ich auch. Die Sache ist die, ja, die Christina macht ein Oblivion, aber sie macht es nur auf ein Unit, ein einziges. So, sie wird also entweder die Kami angreifen oder den Psamathe. Ist mir vollkommen egal, auf wen der beiden, weil die anderen 2 haben's ja dann zum Beispiel nicht. Also, wisst ihr, wie ich meine? Wenn sie's jetzt auf den Psamathe macht, ja, okay, der kommt nicht wieder, aber die Kami steht dann da und der Iono kommt wieder. So, der Iono, der nimmt die Christina alleine. Der ballert die alleine weg und die Kami kann dann den Maxi controllen. Der Lionel, der ist uns egal, der macht gar nix, der ist, wurscht. Deswegen guckt euch das jetzt einfach an. So. Deswegen ist ich finde, das ist einfach gut gewählt gewesen. Natürlich im besten Fall wäre der Max ja ein bisschen, so, jetzt ich hatte den Oblivion resisted, warum auch immer, keine Ahnung. Der Maxi hat natürlich auch leider nicht genug Schaden gemacht, um die vorher rauszuhauen, ist aber auch egal. Das ist jetzt natürlich der beste Fall. Aber sollte der Psamathe jetzt nicht wiederkommen, schaut euch das an. So, ihr habt's gesehen, der Iono hat die Christina voll rausgebuttert und die Kami controlled einfach den Maxi. Fertig. Ende. Da passiert nichts mehr dann. Deswegen fand ich, das war eine gute Idee, habe ich gut ausgewählt und, ich wollte euch ja andere Sachen zeigen, ne? Wir haben ja die Challenge 10-mal etwas anderes nehmen, nicht das Gleiche. Und jetzt sind wir bei Angriff Nummer 7, der geht relativ schnell, deswegen ich habe es kurz pausiert. Ja, ich meine das ernst und ja, ich, empfehle auch, diese oft zu bauen. Solltet ihr keinen Deus haben, ihr könnt auch eine Asima an die Stelle setzen oder wenn ihr gar nichts davon habt, könnt ihr auch eine Savanna an die Stelle setzen. Geht auch. Oder was ihr auch machen könnt, aber das finde ich eher nicht so gut, den Wind-Legolas nicht dagegen. Das würde ich nicht machen. Also, ihr könnt Deus da reinpacken, ihr könnt Asima da reinpacken. Asima ist natürlich auch Premium dann. Oder ihr könnt auch Savanna da reinpacken. Natürlich die Tiana das schnellste Set, dann, danach halt Deus, Asima, wie auch immer, was ihr dann benutzt und dann den CP. Ich finde das super. Das ist halt auch eine neue, Off, die ich mir jetzt in mein Repertoire gebaut habe, weil ich sagte ja, ich war auf der Suche danach, neue, Offs reinzupacken. Ich muss ja meine 7 Stück auffüllen, die weg waren.
Also, in solche Teams finde ich vollkommen in Ordnung. Wirklich, wirklich in Ordnung. Das könnt ihr definitiv benutzen. Gut, der CP, der hat jetzt gebrockt, das macht aber jetzt auch nichts aus, weil, ja, easy. Gut, das, ist jetzt natürlich nicht neu, aber es war mir ja wichtig, dass ich 10 verschiedene Offs nehme, ne? Nach dem Bench-Hits, damit ihr 'n bisschen was an Abwechslung habt und 'n bisschen gefüttert werdet und, deswegen für mich ist das, ja, ich habe vorher immer, bevor ich den Windmonker habe, hatte ich dagegen habe ich, Leo Feng Alia gespielt. Hat auch immer funktioniert. Also, ich habe damit nie verloren. Ich weiß nicht, ob andere das vielleicht haben, aber ich habe es nicht. Also, ich habe tatsächlich wirklich nicht damit verloren und es war auch immer ganz gut. Ich habe natürlich dann den Buff abgewartet, habe dann meistens den Moor zuerst rausgenommen oder, den Byung, keine Ahnung, so wie es sich halt ergeben hat. Ja, also für mich persönlich ist da der Byung immer das, Schwierige dran, aber gut, wenn ihr dann zuerst den Moor rausnehmen könnt, ist das auch okay oder die Giselle sogar noch besser. Ihr könnt ja selber gucken, wie es am besten funktioniert, wo als Erstes irgendwas draufgeht oder wo nicht. Schaden machen die natürlich, ordentlich. Also, da denke ich mir manchmal, meine Units haben keine Runen drauf. Obwohl sie das haben, also und super tanky sind, wie ihr seht. Und irgendwie, warum auch immer, jedes Unit trifft immer alles auf meine Tetra. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich die von 100 Resi runternehme, weil es bringt irgendwie gar nichts. Ob ich die von 100 Resi runternehme und der, keine Ahnung, noch mal 5.000, HP oder so gebe, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich bin wirklich am Überlegen. Und ich denke, das werde ich auch tun, weil ich meine, guckt euch das an. Jeder Death Break geht da drauf, genauso wie auf den Leo. Den habe ich auch auf 100 Resi und irgendwie treffen die immer alles. Also, jetzt nicht nur den Death Break dort, sondern die treffen einfach alles da drauf. Keine Ahnung. Immer und immer wieder. Ich bin wirklich am Überlegen, das dann rauszunehmen, weil dann kann man die Sets halt anders und höher machen. Vielleicht ist das dann der Way to go. Weiß ich nicht. Also, das ist auf jeden Fall jetzt trotzdem durch. Die Tetra war so kurz davor zu sterben, aber gut, ja, mit 'nem Leo hätte man das dann, also, mit Leo und Feng kann man das dann auch noch ganz easy machen. Ich weiß nicht, wie das mit Leo und dem Affen aussieht. Habe ich so noch nicht gehabt zum Glück. Ja, aber zum Glück war es durch. Ich weiß. Ich höre und rieche den Roast jetzt schon. Das muss Ragebait sein. Das geht gar nicht anders. Es muss Ragebait sein. Da w was anderes, kann ich mir nicht vorstellen. Ist einfach so. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ich habe in dem Moment einfach mein Gehirn ausgeschaltet, wirklich. Ich habe Fußball geguckt und habe einfach gedacht: „Alles klar." Also, in Wirklichkeit wollte ich euch einfach ragebaiten, ne? Deswegen aber nein, wirklich, ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Ich habe mich selber geschämt, als ich in den Attack reingegangen bin und realisiert habe, was ich da jetzt verbrochen habe. Aber gut, was soll man machen? Passiert. Und deswegen sage ich immer, vollen Fokus auf den Siege, macht es nicht, wenn ihr in Eile seid. Ich war nicht in Eile, aber ich habe mir, wie gesagt, das, Fußballspiel angeguckt und war absolut nicht bei der Sache. Ähm, gut. Es ist jetzt ich habe es jetzt, trotzdem gewonnen. Aber ganz kurz für die Leute, die es eventuell nicht wissen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, gibt es ja auch. Die Siri hier, die war fehl am Platz. Ich habe keinen Swift Buff gehabt und die macht halt mehr Schaden, umso mehr Speed die hat und die war auch nur auf 190 Speed, weil ich der einfach die Klärrunen gegeben habe. Ihr könnt dort jeden anderen Snipe nehmen. Ihr könnt eine Claire nehmen. Ihr könnt eine Feuer-Cassandra nehmen, weil dieses Unit sollte ja den Hacker raussnipen. Ihr könnt sogar hier den Wasserkakano nehmen. Mensch, der Name fällt mir jetzt der ist mir jetzt entfallen, aber ihr wisst ja, den Wassersniper, den könnt ihr auch nehmen. Ihr könnt, ähm ja, ihr könnt sogar Kali nehmen, weil dann müsst ihr nicht erst ihren, Attack Buff machen, sondern ihr habt ja von dem Cookie, also, wie gesagt, ihr könnt da auch Kali nehmen. Ihr könnt jeden
anderen Snipe nehmen, um den Hacker rauszunehmen, aber nehmt nicht die Wasserserie. Nehmt nicht Rigna. Das war bei mir war das jetzt gut, das war okay, das war Glück, aber nehmt es nicht. Die macht keinen Damage. Ihr habt's gesehen. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Ich hätte alles andere nehmen können außer sie. Also, wenn ihr mich roasten wollt, gerne, meine Kommentare sind offen dafür. Immer rein damit. Ähm, kann passieren. Und ich kann mir einfach nichts Besseres vorstellen, wie meinen letzten Attack, den ich über habe. Ihr habt mitgezählt, ich habe 9 Wins, es ist mein letzter Attack. Ich kann mir nichts Besseres wie mein geliebtes Hagang-Team vorstellen, weil ich wurde ja auch im Siege darauf angesprochen, Hagang ist alles. Deswegen habe ich gedacht, ich baller den Hagang mit rein für die Freunde aus dem Siege, damit die auch hinterher eine Freude haben, wenn die das Video sehen. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Es ist einfach, jetzt guckt euch das an. Es ist easy Hagang. Ihr könntet natürlich auch, Ming, Adriana, Regner nehmen, könnt ihr auch, ist gar kein Problem. Ich würde in der, Position dann die Maya snipen und mit der Ming würde ich probieren, die, Savannah zu dismounten und dann müsst ihr halt einfach hoffen, dass die Savannah nicht, alles aus sich rausholt und euch, das Leben rausbrockt. Das wäre natürlich jetzt auch ein schnellerer Fight gewesen, das hättet ihr auch machen können. Ähm, ja. Aber ich finde einfach, Hagen ganz gut da drinne und ja, er hätte auch noch Rigner über gehabt, es ist kein Problem gewesen, aber ich wollte das einfach machen. Einfach, weil ihr das so gerne seht und ich ja auch jedes Mal auf Hagen angesprochen werde. Und solange wie ich auch merke, ne, dass die Leute immer wieder Hagen sehen wollen, werde ich das auch weiterhin reinpacken. Mein Gott, es gibt so viele Devs, die ihr damit machen könnt. Wirklich so viele. Ich habe meine Gilde schon so viel infiziert damit. Ähm, deswegen und ich glaube auch schon so viele andere Leute, die mir geschrieben haben: „Spielt es einfach, es macht Spaß. Spielt es aber nicht in RTA. Spielt kein Hagang First Pick im RTA. Dann sind wir keine Freunde, wirklich nicht. Spielt es nicht. Das ist eklig. Da darf der nicht existieren. Nur im Siege." Aber wie ihr seht, meine Freunde, ich fange schon mal an, das ist eigentlich nichts mehr zu verlieren. Ich habe meine Krone hier. Ihr wisst, das ist meine hoppala, die sitzt nicht richtig. So, das ist meine 10-10 Krone, das können wir nicht mehr verlieren. Ich habe ein 10-10 gemacht und ich sage euch auch, ähm, das wunderschöne Insane, das lasse ich da oben stehen. Kuss geht raus. Und ich sage euch auch, hinterher noch zeige ich habe wunderbar Deathwinds geholt. Das müsst ihr sehen. Das müsst ihr sehen. Also, der Siege war für mich glorreich. Glorreich gut. So, wie ihr seht, sind wir Zweiter geworden, leider. Also, dazu muss ich jetzt ganz kurz noch mal anmerken, also, erst mal ganz kurz, da bin ich so ganz stolz, ne? Ich bin Erste komplett. Ich habe 5 Deathwins. Ähm, hier 5 Deathwins. Ich weiß gar nicht, ob das die meisten sind von allen, aber ich glaube ja. Na, ne, hier ist noch einer. So, was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist erstmal Grüße gehen raus an beide Gilden. Gar kein böses Blut oder so. Aber bitte tut mir doch einen Gefallen, wenn ihr wir haben immer wieder das Problem, wenn wir irgendwie Top 4 forcen, dann ist das immer so, dass die dritte Gilde irgendwie automatisch denkt: „Ach ja, komm, wir schaffen das eh nicht. Wir gehen dann einfach mal ins Eins versus Eins mit Dragon Army." Lasst das doch einfach sein. Macht doch einfach Eins versus Eins versus Eins. Also wirklich fair, weil ich sage euch ganz ehrlich, wir facen ja jetzt die ganze Zeit, die ganze Season über, kriegen wir leider Gottes Top 4 ab. Und ich sage euch, die Winraten von denen sind wirklich ab und zu unterirdisch. Und da denke ich mir, gut, wenn man dann natürlich automatisch den Win gegiftet bekommt in der ersten Sekunde, weil die Gilden Angst haben, ja, wie soll man denn jemals irgendwas ändern? Also, hört auf, Angst zu haben und irgendwas, sondern spielt halt einfach ganz normal. Weil im Endeffekt mit Pech seid ihr doch dann eh auf dem Dritten und ich weiß nicht. Aber dann einfach mal, dass sich was ändert, wäre doch ganz cool. Also, ich finde es halt persönlich
relativ blöd, wisst ihr so. Also, wir hätten dieses Game hätten wir jetzt gewonnen, ähm, wenn da leider nicht so 'n bisschen, ja, 'n bisschen anders so, ne, wenn der Fokus da 'n bisschen anders gewesen wäre. Aber das ist ja auch egal, das sind 'n paar Dinge, die, schiefgelaufen sind. Wir hätten den ersten machen können. Ist jetzt blöd gelaufen, soll auch egal sein. Wir gucken jetzt noch mal in meine Kiste rein. Die war dieses Mal, ja, auch nicht so pralle, leider keine Juwelen drin oder irgendwie 'ne LD oder irgendwas. Aber ist auch egal. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ihr ein paar von den Offs, die ich benutzt habe, auch benutzen könnt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr für den Support, mir definitiv ein Abo und ein, Like dalasst oder noch besser Kommentare dalasst. Ich brauche nicht mehr viel, dann habe ich endlich die 1.000 erreicht. Stand jetzt sind noch, 47, Abos und dann habe ich 1.000 erreicht. Das ist dann wirklich ein, super Schritt für mich. Und was ich natürlich auch noch machen möchte, ist, am Ende des Videos werde ich, danken für meine Mitglieder. Ich habe nämlich ein neues Mitglied und, am Ende des Videos werde ich den Namen noch einspulen lassen. Ähm, ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet, um nicht irgendetwas zu verpassen.